wenn ich das wirklich, wirklich möchte, würdest du denn dazu stimmen? Dann wehre ich mich nicht dagegen, aber ich werde mich nicht aktiv dafür einsetzen. Ich finde, das ist auch eine Meinung. Hallo. Ja, sieht schon gar nicht so chaotisch aus, ne? Hast schon alles komplett aufgeräumt, ja. Ja, endlich angekommen im Kleingarten und ich sag euch eins, Leute. Also es ist ein richtig, richtig geiles Gefühl, wenn man sich losmacht, morgens oder mittags und man feststellt, man ist viel zu warm angezogen. Also ich habe nicht nur den Pullover ausgezogen, ich habe auch 2 Jacken ausgezogen. Ja, hätte ich mir denken können. Heute 16 Grad bei uns im Kleingarten hier in Berlin-Pankow. Und es gibt eine Menge zu tun und es ist auch schon eine Menge getan worden bisher, hier, heute. Und das nicht von mir, sondern, schaut mal, wer da ist. Hallo. Hey Martin, du hast ja schon ordentlich aufgeräumt. Yes. Und Gitti hat auch gerade schon bestätigt, dass du schon 3 Stunden da bist. Schau mich mal an, schau mal in die Kamera. Bist du wirklich schon 3 Stunden da? 4,5. Naja, ich glaube es ja 7 nicht. Uhr morgens aufgestanden, sofort hierher gefahren. Alles an vertrocknetem Zeug rausgerissen, Rosen beschnitten, Müll weggebracht. Ach, du machst das alles so nebenbei, Rosen Mach ich beschneiden? alles nebenbei? Aber hast du überhaupt Ahnung von Rosen beschneiden? Selbstverständlich habe ich davon Ahnung von. Aber du Was weißt, denkst du, warum die so toll aussahen letztes Jahr? aber vorne die Rose, die hat Rustau oder irgendwas und die hier sieht auch nicht so perfekt aus, ja? Das soll man wohl auch abschneiden, habe ich gehört. Macht er glatt. Ja, so. Also es wird ja immer mal wieder gefragt, wo denn Martin ist. Da ist er. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Wenn ihr ihn nicht seht, selbst schuld. Aber ja, bei dem Wetter macht es natürlich auch Spaß, hier in der Kleingartenanlage unterwegs zu sein. Hier wird fleißig gearbeitet heute. Also ich komme hier, überall wird Kompost verteilt, wird aufgeräumt. Gitti ist wie gesagt auch da. Ne? Winke, winke. Hier wird fleißig gearbeitet und ich befürchte, ich muss jetzt auch erstmal ran. Ja, also Martin, ganz kurz, wenn wir das jetzt abschneiden alles, ne? Und rausreißen, oh, das jetzt hier rausreißen, Ja. dann bis auf die Rosen, wir machen das klein und nehmen das als Mulch, oder? Als Mulch. Nee, das ist Den rauf. Müll. Hä? Den Müll. Ja, die alten Pflanzenreste. Fühl dich frei. Okay, ich würde es mal probieren, ob das geht mit dem, wie heißt das dann, mit dem Häcksler, den wir da haben. Kannst du probieren. Habe ich nichts dagegen. Und naja, sonst muss es auf dem Kompost, ne? Bis Ja. auf, also Rosen gehen natürlich nicht auf dem, du, wir haben auch Rosenhandschuhe übrigens, ne? Falls, Das aber gut. ist keine Rose hier. Ja, ich weiß. Das ist nämlich was? Schmetterlingsflieder. Und für was ist Schmetterlingsflieder gut? Für Schmetterlinge? Genau, ist nämlich eine sogenannte Tankstellenpflanze, wie die liebe Ruth sagen würde. Schöne Grüße an dieser Stelle. Davon ernähren sich die Kleinen. So, aber wie gesagt, wenn Martin arbeitet, dann muss ich das jetzt wohl auch tun. Ja. Ich befürchte Schlimmes. Nee, stimmt ja gar nicht. Das ist ja da drin. Wir haben ja unseren Häcksler da drin jetzt. Ach, geil. Ach. Und du schneidest jetzt die Gräser ab, Martin. Gräser. Die Gräser? Ja, was ist das denn sonst? Na, was ist das? Schilf? Ja. Okay. Schilfgras. Vermutlich gibt es Leute, die genauso klug sind wie ich, ja, und sagen werden gleich, Schilf gehört zu den Gräsern. Schreibt's gerne in die Kommentare. Ja, das kommt jetzt hier raus, denn das muss auch mal raus, weil sonst, wenn das hier alles nur reinfällt, hier ist ja viel reingefallen an so Kram und deshalb haben wir auch so viele Algen drin, was wir allerdings nicht als schlimm empfinden und auch die Mikroorganismen hier drin nicht. Die lieben das. Ja? Und unsere Molche hoffentlich auch. Mal gucken, ob die auch schon wieder da sind. Bisher habe ich noch keinen gesehen. Hast du schon einen gesehen? Nee. Nö, auch noch nicht. Hat er noch nicht. Aber werden wir vielleicht an diesem Wochenende. Ja, es geht mal wieder ein fettes Dankeschön an euch raus, denn letztes Video noch mehr Kommentare als das Video zuvor. Leute,
füttert uns mit Kommentaren, füttert den Algorithmus mit Kommentaren. Viele von euch haben auch einfach nur ein Herzchen gemacht oder irgendein Smiley. Das hilft uns weiterhin zu wachsen. So, jetzt habe ich den Häcksler hier aufgebaut und bin mal gespannt, ob dieser Walzenhäcksler, der richtig festes Material gut häckseln kann und gut klein kriegt, ob der auch mit diesen Sachen klarkommt, die eigentlich gar nicht so fest sind. Trocken ist es. Das sollte also kein Problem sein. Schauen wir mal. Schön, wie sauber du das machst hier, Martin. Also meine Idee wäre ja eigentlich, ja, wenn wir mal diese... Oh, was sind denn hier schon für süße kleine Blütchen? Hast du das schon gesehen? Oh, schön. Sind auch schon Schmetterlinge unterwegs gewesen. Also meine Idee wäre ja, guck mal Martin, dass wir hier diesen Bereich, wo wir diese 3 Beete haben, dass wir ein großes draus machen. Du kennst ja meine Meinung dazu. Du bist ein bisschen skeptisch, ne? Aber meine Idee wäre eigentlich, das würden wir ja diesmal sowieso nicht schaffen, glaube ich, ja, dass wir die Wege rausnehmen und dann ein großes Beet daraus machen, so ein bisschen in Richtung Permakultur gehen, so Mischkultur, wo wir natürlich auch wieder viele Tipps von euch brauchen. Was haltet ihr denn davon? Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Naja, heute wird erstmal aufgeräumt, da werden noch keine großen Veränderungen vorgenommen. Aber Martin, wenn ich das wirklich möchte, würdest du denn dazu stimmen? Dann wehre ich mich nicht dagegen, aber ich werde mich nicht aktiv dafür einsetzen. Ich finde, das ist auch eine Meinung. Mit so einer Rosen-Dingsbums durch den Handschuh in meinen Finger gestochen. Wie habe ich das vermisst? Ja, kennt ihr das auch? Die ersten Unfälle im Garten. Aber das Schöne ist, Martin, komm doch mal hier. Was denn? Wir müssen noch mal 2 Minuten uns hinsetzen können hier. Wir können uns nicht zusammen auf die Bank setzen. Auf unsere schöne Bank. Das ist höchste Qualitätsstufe hier. Meinst du nicht, die hält uns aus? Also mich schon. Hast du gerade gesagt, ich bin fett? Das ist wieder so typisch, ne? Ach Leute, einfach mal nicht die ganze Zeit arbeiten, sondern auch einfach mal ein bisschen das schöne Wetter genießen. Und anderen beim Arbeiten zugucken. Und Martin schneidet jetzt auch unsere Kräuter hier zurück. Gerade den Salbei. Boah, riecht gut, oder? Es riecht gut, nach Salbei halt, nach Salbei-Tee. Aber es ist schon ganz schön krass, wie du den hier zurückschneidest. Ja, das kann der aber ab. Hast du keine Angst? Das ist eine kleine, arme Pflanze hier. Nee, ja? Das ist voll das Monster. Der nimmt den ganzen Garten ein, wenn wir das nicht machen. Du bist die einzige Pflanze, die selbst im Winter hier noch weiter gewachsen ist eigentlich. Ja? Diese eine Pflanze hat überall im Garten, da habe ich letztes Jahr Ableger davon genommen und die sind mittlerweile schon genauso groß wie die überall im Garten verteilt. Stimmt. Und hier ist ja der Lavendel auch ein Monster noch. Ist. Ist der schon zurück? Ja, da hast du die Blüten abgeschnitten. Gehabt, ne? Ja, im Herbst. Der sieht ja auch nicht gerade so aus, als ob es ihm schlecht gehen würde. Ihr Tipps zum Lavendelschnitt einfach mal in die Kommentare. Salut! Passend in diesem Moment, wo wir das Wasser anschalten wollen, Martin ist schon drin und kontrolliert, kommt Katja zu Besuch. Schön, dass du da bist. Ich mach mal auf, ja? Ich komme nicht zu Besuch, ich komme arbeiten. Oh, noch besser, noch besser. Hallo. Hallo. Oha, Alter, Unfall gefahren. Habt ihr Essen mitgebracht? Juhu. Endlich wieder Leben im Kleingarten hier. Aber wie gesagt, jetzt wird das Wasser erstmal angeschaltet. Ja, das sind 2 oder 3 Platten, die wir vom Gewächshaus wieder reindrücken müssten einfach. Aber okay, ich schalte mal an. Ihr habt einen Blick drauf? Den Blick. Oh Gott, Hilfe! Also wenn man allergisch gegen Haselnuss wäre, dann wäre es jetzt ganz schön schlimm. Oh. Hallo Tigerschnägel. Ach, ich nehme euch einfach mal mit. Ihr wollt ja mal sehen, wie das hier aussieht. Ich weiß gar nicht, ob das von der Helligkeit auch geht. Hier stehen Pflanzen oder Pflanzteile irgendwie, die wir hier zum Überwintern runtergemacht haben. Und irgendwo hier ist der Hahn.
Da ist er. Ich drehe mal auf. Nee, falsche Richtung. Oh, 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 da läuft was. Das hört sich erstmal gut an. Das hört sich erstmal gut an. Mal gucken, ob hier irgendwas tropft. Sehen kann ich nichts. Wasseruhr rennt. Wir haben oben auch aufgeschaltet alles, damit erstmal auch die Luft raus kann. So, mal gucken, was die da oben sagen. Ob es jetzt hier zu einer Überschwemmung kommt. Ach, hier haben wir die Tigerschnägel, die sich hier zum Überwintern versammelt haben. Gibt es einige. Ach, da. Richtig viele. So, schauen wir mal. Oh. Und es läuft eindeutig, wie man sehen kann. Sehr gut. Kann ich hier auch wieder abdrehen. Oh, scheiße. Ich soll nicht so viel Fäkalsprache benutzen, dann wird mein Video wieder demonetarisiert. Läuft's drin? Läuft's drin? Ich soll keine Fäkalsprache verwenden? Nee, ich benutze die ja. Und deshalb wurde das erste Video in diesem Jahr, das erfolgreichste, wurde demonetarisiert. Boah, hier wird richtig krass aufgeräumt. Katja ist kaum da und schon... Ja, Martin habe ich ja schon gezeigt, dass der da... Du, natürlich habe ich den schon gelobt. Männer muss Wie man wir von furchtbar Barbara loben. Schöneberger wissen. Das haben wir schon mal in irgendeiner Hallo Folge. Barbara. Das haben wir schon mal in Grüße irgendeiner an Folge, Barbara. in Falls du mich gesagt. siehst. Ich mag dich. Männer sind echt einfach so, die muss man schon loben, wenn sie einen Pups machen. Ey. Aber Katja, das ist auch schön mit den Händen wieder zu arbeiten, oder? Richtig rumzusauen, oder? Macht das Spaß? Katja hat in letzter Zeit ziemlich viel rumgesaut, habe ich gehört. So, also machen wir jetzt weiter im Garten. Macht man doch so, oder? Ja, genau so. Einfach den Teleskopgriff benutzen. Das ist, wenn du allergisch gegen Blätter bist oder so. Auch auf der anderen Seite vom See quasi laufhaken kann. Ich dachte, es ist für die Fahnenstange, aber die liegt dort. Ja, so ein Kombisystem hat schon was. Kann man für vieles benutzen. Ja, jetzt ist Pause auch mal angesagt. Martin, der wie gesagt schon viele Stunden hier ist. Ich sitze auch gerade mal kurz. Ich werde wohl gleich mal unsere Auswahl an Aussaaten holen. Wir haben nämlich vor, heute mal darüber zu sprechen, was wir so aussehen könnten oder anziehen könnten. Ich habe ja zu Hause bei mir eine richtig schöne Ecke geschaffen, wo ich ja Sachen anziehen kann schon mal fürs Frühjahr dann. Er wächst nicht so schnell. Und wovon reden wir? Wir reden hier vom Thymian. Wir fragen uns nämlich, wie weit man den Thymian zurückschneiden muss, darf oder kann. Also wir sind mal wieder auf eure Hilfe angewiesen. Wenn ihr das wisst, wie weit er zurückgeschnitten werden kann oder darf, dann ab damit in die Kommentare. Und möglichst saubere Gartenschere. Oh, das wird schwierig. Schneiden Sie nicht dabei ins Altholz und lassen Sie genügend junge Triebe mit Blättern stehen. Also Katja hat jetzt die Anweisung gegeben, denn wie viel wird zurückgeschnitten? 2/3. 2/3, sagt's Internet. So. Wenn ihr andere Tipps dafür habt, wie gesagt, damit ab in die Kommentare. Jetzt wird es schwierig für Katja, sie sucht nämlich jetzt eine saubere Gartenschere. So, ich habe nämlich hier die Aussaaten mitgebracht in einer Tüte. Das sind eine ganze Menge, die uns da zur Verfügung stehen. Mal gucken, was da so richtig cool ist. Ihr dürft auch mitreden. Also wir werden hier sprechen. Und wenn ihr meint, dass da was Cooles dabei ist, dann sagt doch auch mal oder schreibt doch gerne mal in die Kommentare. So, ich baue das mal hier auf. Komm, hier creme dich ein. Nee, davon kriege ich Ausschlag von der. Oh, na klasse. Weil das ist so eine ganz billige von Amazon. Gut recht. Ja, und ich habe mittlerweile hier schon mal so ein paar Saattütchen rausgesucht, die ich gut finde. Da gibt es Salatgurke zum Beispiel, Zucchini, Sprossenblumenkohl, wie witzig. Bei uns sah der Blumenkohl immer schon so aus. Das ist also was ganz Besonderes, Sprossenblumenkohl. Mini-Snackgurke. Da muss ich mal gucken, was ich davon zu Hause auspflanzen muss. Aber wir haben auch Blumenmischungen. Da ist eine ganze Menge. Und Sachen aus Thailand, wie zum Beispiel hier so Basilikum und die kleinen thailändischen Auberginen, Eggplants.
Ich will ja nur, dass wir uns mal gucken, was demnächst ausgesät. Gesundheit, was demnächst ausgesät werden kann. Aber wir schauen jetzt nochmal, denn wir haben jetzt heute viel auf den Kompost gehauen. Da werde ich mich jetzt auch direkt nochmal drauf begeben, ehrlich gesagt, um das hier so ein bisschen klein zu machen. Oder zu komprimieren zumindest. Denn, ich habe überlegt, dass ich jetzt danach dann noch das Laub darauf haue. Ist nicht alles Laub, also hier vorne ist auch Mulchmaterial, Holzhäcksel. Aber da ist Laub und das kommt jetzt auch noch hier rauf. Eine Schicht Laub kann man ja auch immer mal auf den Kompost machen. Und alle, die sagen, dass ja das Laub gar nicht verrottet, die belehre ich jetzt mal eines Besseren. Denn das dauert manchmal auch ein bisschen, das stimmt schon. Aber ich zeige euch das mal, wenn wir uns jetzt allein das mal angucken hier, dann sehen wir natürlich hier schon einige, was ordentlich angerottet ist. Ja, darunter die ganzen Regenwürmer leben. Da ist natürlich auch ganz viel Regenwurmkacke zu finden. Ja, und ganz viele Mikroorganismen. Aber die werden jetzt umziehen dürfen auf den Kompost, wo sie natürlich auch herzlich willkommen sind. Ja, das stimmt. Also den Zaun, das können wir dann schon langfristig wegmachen. Aber was du jetzt ja richtig schön machst hier, ist unser Rankengerüst. Ne? Hast du schon eine Idee, was da hinkommt dieses Jahr? Was ranken das? Okay, alles klar. Ja. Maracuja. Papaya. Nee, Maracuja. Du meinst diese Passionsblume? Ja. Meinst du, das reicht aus klimatechnisch? Ja. Also momentan siehst du ja so aus, ehrlich gesagt. Ja. Ja, momentan siehst du so aus. Ja. Er hat gesagt, das Verholzte, 20 cm müssen dranbleiben, ab dem Verholzten. Ungefähr. Es muss noch was Grünes dran sein. Ja, dann muss ja alles dranbleiben quasi. Es geht um den Lavendelschnitt gerade und Katja hat gerade ein Video geschaut vom Handyman und... Also Holzen heißt ab hier. Ja. 20 cm, also bis und der hier. Rest soll ab, genau. Okay. Also das hier, ich mache den einfach mal einmal. Also ab dem Verholzen sollen 20 cm dranbleiben, das ist ja quasi alles dann, Einmal oder? Spitzen schneiden, bitte. Einmal Spitzen schneiden, bitte. Genau. Viel Spaß dabei. So, und während Martin immer noch fleißig am Schneiden ist, bin ich dabei, den Kompost weiter aufzufüllen. Da geht es jetzt darum, dass die alten Pflanzsäcke, die wir hier haben, also hier war ja zum Beispiel Rucola drin, davon ist nichts mehr übrig. Zerfroren, hier kommen Beikräuter durch, denke ich, kenne die jedenfalls nicht als sonst. Und da hinten haben wir ja auch noch die Pflanzsäcke, die leer sind, wo wir Kohl drin hatten, wo so Verkrepelzwiebeln drin sind, die irgendwie nichts werden. Und hier war auch nochmal nicht Physalis, sondern dieses andere, Tomatillo. Und da werde ich jetzt die Erde nehmen, dieser ganzen Pflanzsäcke und auch des Pots. Und die gehen bei uns auf den Kompost. Also benutzen wir nicht ganz direkt wieder. Wird erstmal wieder quasi der Kreislaufwirtschaft zugefügt. Und ja, das mache ich jetzt erstmal in die Schubkarre. Genau mit ein bisschen Laub, was ich hier auch noch gefunden habe. Und dann darf das auf dem Kompost noch ein bisschen vor sich hin rotten. Eine Sache, die ich jetzt auch auslernen werde, wo die Erde auf den Kompost geht, werde ich nochmal ernten jetzt. Und zwar ist das der Spinat, den ich im letzten Herbst ausgesät habe. Der ist jetzt schon ziemlich alt, aber ich kann euch sagen, geschmacklich ist der so intensiv, super süß, dass ich ihn auf jeden Fall mit nach Hause nehmen werde. Sehr, sehr lecker. Und dann geht auch diese Erde auf den Kompost. Und ehrlich gesagt stehe ich jetzt hier vor so einer riesen Auswahl und den unterschiedlichsten Sachen. Oh Leute, ey. Und ich weiß gar nicht so richtig, was ich jetzt schon aussehen soll oder nicht. Ich glaube, ich muss mir das mal ganz in Ruhe angucken. Und dann zu Hause die ersten Aussaaten beginnen. Gibt Sachen, ganz klar, die will ich. Und da ist auch noch richtig viel Zeit. Beispielsweise für die Zucchini. Vorkultur steht hier April, ganz klar. Oder Direktsaat im Mai. Die werde ich wahrscheinlich im April dann im Haus auch schön vorsehen. Aber noch haben wir ja März, ja.
Also müssen wir mal gucken, was es hier für Sachen gibt, die jetzt unbedingt in die Vorkultur gehen müssten im Haus. Wir haben eine ganze Menge, eine große Auswahl, auch ein paar besondere Sachen, die ich dieses Mal auf jeden Fall ausprobieren will. Ich habe mir einen Splitter unter den Fingernagel gemacht, muss ich erstmal wegmachen. Also ganz besonders zum Beispiel hier die Erdnuss. Das möchte ich mal ausprobieren, mal gucken, was da passiert. Und was ich auch super interessant finde, ist natürlich die mexikanische Minigurke. Da gibt es einiges, was mich wirklich sehr interessiert und was ich auf jeden Fall ausprobieren werde. Gebt doch mal Tipps, was ihr, und so Klassiker natürlich auch. Wann muss denn der Bärlauch raus? Oktober bis Anfang März, breitwürfig. Oh, Anfang März ist fast rum. Wird jetzt aber breitwürfig nochmal ausgeworfen hier. Bärlauch hat man ja normalerweise im Wald. Das mache ich mal direkt fertig. Oh, diese rote Rübe sieht aber auch ziemlich groß aus. Also ja, schreibt unbedingt in die Kommentare, was ihr meint, was wir machen. Auch besondere Sachen, weil da haben wir natürlich immer Lust drauf. Ja, man muss Katja manchmal stoppen, sagt sie. Und was wir hier sehen, ist ein Rückbau, ein sogenannter. Ja, denn wie wir letztes Mal schon festgestellt haben in dem Video, oder wie ich festgestellt habe, oder vorletztes Mal, weiß ich gar nicht, ist der Einkaufswagen nur noch hässlich und muss weg. Also wird er abgebaut. Es gab zwar auch Ideen, wie man den anders nutzen könnte, aber irgendwie haben wir jetzt gedacht, nö. Ne, Katja? Kommt weg. Und jetzt haben wir gerade so gedacht, jetzt haben wir nämlich darüber diskutiert, also wir haben gar nicht diskutiert, aber Katja sagt, das Haus ist so voll, sowas behalten hier wäre irgendwie, hat sie ja auch recht mit. Aber ich denke dann immer, oh, vielleicht könnte man das irgendwo noch verwenden. Deswegen sieht das Haus auch so aus, wie es aussieht. Deswegen sieht das Haus auch so aus, wie es aussieht, sagt sie. Naja, vielleicht hat sie ja minimal recht damit. Aber ich würde vorschlagen, wir lassen das nochmal bis zum nächsten Wochenende liegen. Und wenn ihr eine richtig gute Verwendungsidee habt dafür, ja, Katja rollt gerade die Augen, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Also, wenn was Gutes kommt, machen wir das. Ne? Katja, findest du auch, oder? Bist du dabei? Sehr schön. Super. Nochmal den wunderbaren Blick auf unsere wunderbare Laube hier. Mittlerweile habe ich tatsächlich auch schon den Pullover anziehen müssen. Die Sonne geht nämlich langsam unter über dem Märkischen Viertel hier in Berlin. Pankow, das ist natürlich Reinickendorf, ganz klar. Und ich habe gedacht, ich gehe mit euch noch mal schnell durch den Garten. Katja ist noch da und Martin ist schon los. Der ist ja heute schon sehr früh da gewesen. Und wie gesagt, die Sonne geht jetzt schon unter. Entsprechend wurde der schon mal ins Freie entlassen. So viel frische Luft, gute Laune und Gartenarbeit macht natürlich auch müde. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ich zeige euch auf jeden Fall erstmal, was wir heute alles geschafft haben. Das ist nämlich unglaublich. Ja, dieses Hochbeet hier ist aufgefüllt mit der Füllung aus dem Einkaufswagen, den wir jetzt wieder frei gemacht haben, weil wir ihn nicht mehr schön fanden, ganz einfach. Frei gemacht haben wir auch hier die ganzen Pflanzbehältnisse hier. Da ist, hier, das ist nicht frei gemacht, weil hier ist die Artischocke drin und ich hoffe ja, dass die wieder austreibt. Glaubt ihr, dass meine Artischocke wieder austreibt? Ich hoffe es ja ganz toll. Was nächstes Mal gemacht werden muss, ist unbedingt das Vorbereiten des Gewächshauses. Den Salat, ihr seht, ich habe ihn immer noch nicht geerntet, weil irgendwie dachte ich mir so, der schmeckt bestimmt nicht mehr. Nächstes Mal dann auch dieses Hochbeet vorbereiten, genau wie das hier. Aber wir haben hier sehr, sehr viel rausgeholt. Die ganzen alten Pflanzen. Oh, apropos. Heute ist ja mit der Veröffentlichung der Montag. Liebe Grüße an Horst aus seinem Schrebergarten oder in seinen Schrebergarten. Und hier wächst bei uns schon der erste Mohn wieder. Also hier hatten wir diese riesig großen Mohnpflanzen stehen, die richtig schön sind. Und unsere Himbeeren hat Martin beschnitten. Sehr schön. Frühjahrshimbeeren, späte Himbeeren. Ich weiß gar nicht, was es für Himbeeren sind, aber Martin hat es ganz gut beschnitten. Und hier auch alte Sonnenblumen rausgeholt. Oh, das muss ich auch noch aus dem Kompost ausladen eigentlich. Und dann habe ich hier diesen alten Schneckenzaun, diesen Plastikschneckenzaun. Den habe ich entsorgt, weil der ja kaputt gegangen war. Mulchmaterial liegt noch, haben wir heute nicht mehr geschafft, aber ich habe schon neues Mulchmaterial produziert. Und zwar aus den alten Sonnenblumen und auch den, ich sage alte Sonnenblume, und was sehe ich da? Katja Sonsig, sehr schön. Ist natürlich eine mittelalte Sonnenblume, aber
Genau, Mulchmaterial habe ich heute auch hergestellt. Das aus den alten Sonnenblumen, aus dem alten Kohl und so weiter und so fort. Das verrottet schnell. Muss man auch Stickstoff zur Verrottung hinzugeben, aber nicht so viel wie beispielsweise bei dem Holzhäcksel, die wir jetzt von den Beeten komplett runternehmen wollen. Und dann gehen die auf die Wege. Hier habe ich es schon beiseite gemacht. Und vor allem zu den Beerensträuchern. Also wir haben ja hier Johannisbeere, Stachelbeere, Johannisbeere, eine ganze Menge. Was sich weiterentwickelt, sehr gut, ist hier unser Rhabarber. Ich liebe ihn. Und wie immer Rezepte für Rhabarber in den Kuchen, hätte ich fast gesagt. Nee, nicht in den Kuchen, sondern in die Kommentare. Und dann hauen wir hier, wie gesagt, Mulchmaterial rauf. Nachdem wir aber erstmal ein bisschen Unkraut rausgeholt haben. Oder kann man das direkt darauf hauen? Und das Unkraut oder Beikraut geht dann kaputt? Sagt mal, was ihr dazu denkt. Oh, was ich hier natürlich schön sehe, sind die Osterglocken. Ich finde, die sind ganz schön klein. Werden die nicht größer eigentlich? Die sehen auf jeden Fall sehr schön aus. Und dann geht es hier weiter. Hier waren diese Blumen, die auch einen bestimmten Namen hatten. Glockenblumen, ich weiß es nicht mehr. Naja, Martin hat auch zurückgeschnitten die Hortensie, Schneeballhortensie, richtig hart, richtig scharf zurückgeschnitten. Und ich habe hier Laub entsorgt. Hier war ja so ein Laubhaufen. Der ist jetzt auf dem Kompost gelandet da hinten. Kommen wir gleich zu. Was hier draußen steht, ja, schon den gesamten Winter über, ist unser Hauswasserautomat. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben Wasser heute angestellt. Ich bin mal gespannt. Nächstes Mal werden wir ausprobieren, ob dieser Hauswasserautomat noch funktioniert, der den ganzen Winter draußen stand. Was meint ihr? Hat der den Winter und auch entsprechende Fröste überstanden? Schreibt es gerne in unsere Kommentare. Container ist ansonsten gut voll derzeit, also Wassercontainer. Hier liegt auch ein bisschen was von dem Holzmulch, also Holzhäcksel, und hier aber auch noch dieses andere Mulchmaterial, dieses wie so Stroh, Chinagras. Das werden wir auch wieder für leichtere Beete ganz einfach benutzen. Ja, und dann hier, der Kompost ist ordentlich gewachsen dieses Mal. Und zwar ist der gewachsen nicht nur mit so Abschnitten, sondern auch mit Erde aus den ganzen Pflanzgefäßen, die wir hatten, wo dann noch Wurzeln und alte Pflanzen drin waren. Das vermengen wir hier und dann haben wir hoffentlich im nächsten Jahr schöne Erde. Was ja hier diesen zweiten Kompostbereich noch richtig schön zulagert, ist unser afrikanisches Hartholz. War ja letztes Mal auch Thema, was ja höchstwahrscheinlich gar nicht aus Afrika kommt und wenn dann in dritter Generation. Das müssten wir langsam mal verwenden für so ein paar Sachen, damit wir da diesen Kompostbereich auch wieder frei haben. Dann habe ich hier nur einen ganz kleinen Teil dieses früheren Erdbeerbeets freigemacht, da hinten, weil ich Bärlauch breitwürfig ausgesät habe. Eigentlich sollte man das zwischen Oktober und Anfang März machen. Gut, nun ist es Mitte, fast Ende März bei uns geworden. Was meint ihr? Bringt das noch was mit dem Bärlauch hier? Und der Rest, da haben wir jetzt beschlossen, dass wir das dann nächstes Mal weitermachen. Was richtig, richtig toll aussieht hier, also richtig nach Ordnung aussieht, ist die Wanne, die Katja aufgearbeitet hat. Und auch hier vorne den Bereich, wo sie richtig schön sauber gemacht hat. Also da kann man wirklich sagen, da ist richtig toll gearbeitet worden. Und da gibt es auch mal ein Dankeschön. Ich komme hier kurz nochmal bei Katja vorbei und sage nochmal hier ganz speziell Dankeschön. Gern geschehen. Das Ding heißt Rabatte. Rabatte, ne? Das ist eine Rabatte. Oh, das war ein Schuss. Ja, beschnitten wurden halt Lavendel auch, Salbei, Thymian und Co. Wie gesagt, Hochbeet hier aufgefüllt. Oh, wie schön das mit der Sonne aussieht, finde ich. Ne? Das ist schon echt toll. Was Martin auch beschnitten hat hier ist das Schilfrohr, Rohrschilf, wie auch immer, bei uns. Und der sieht auch so toll aus, der Teich. Also da ist wieder so viel los. Wir haben da ganz viele kleine Krebschen und andere Lebewesen, die da drin sind. Wir hoffen ja, dass es bald die Molche auch zu sehen gibt. Ja, es ist einiges passiert. Und das nur, weil hier zum Beispiel die alten Pflanzen alle rausgeholt worden sind. Ach, Katja hat hier auch noch beschnitten und den Weg schön gemacht. Also da kann man ja nur mal Danke sagen. Das ist wirklich eine großartige Sache. Muss man schon mal sagen. Machen wir Küsschen nochmal. Sehr schön. Die Katja hilft hier schon sehr viel. So, und
ich glaube, damit machen wir nächstes Mal weiter. Und meine Idee war ja, wie gesagt, dass wir die Wege hier rausnehmen zwischendrin. Ja. Martin hat gesagt, er findet es semi-gut, weil er den Sinn nicht versteht. Aber ich habe gesagt, ich würde das gut finden, ganz einfach, weil wir dann mehr Platz zur Verfügung haben und das Ganze ein bisschen wilder, permakulturmäßig sich entwickeln kann. Ich glaube, ich kriege ihn noch überredet, dass er da... Ja, okay. Was hältst du davon? Ja, ich finde es auch schwierig, weil man kann halt dann... Wie möchtest du... Ich weiß, was du meinst. Vielleicht kann man ein paar schöne Platten reinlegen, dass man nichts kaputt macht. Genau, also meine Idee wäre jetzt, wenn wir hier weil er dann auch Angst hatte, dass wir wieder Trittsteine kaufen müssen oder irgendwas, dass wir die Steine, die wir hier haben, einfach nehmen und da irgendwann mal ein paar wie so Bruchstellen machen, dass du die so durchtreten kannst. Ja. Aber auch nicht irgendwie geradlinig angeordnet, sondern eher frei. Ja. Weil ich das auch ganz interessant fand, dass ich meine, wir haben hier auch diese Rosen drin stehen, so, das alles hier vorne, ne, und auch hier, das ist alles vielleicht so mehr so natürlich, das würde auch, finde ich, besser so ein bisschen zu uns passen. So ein bisschen natürlicher alles und... Ich weiß, was du meinst. Ja. Weißt du, das ist so mit dieser Abgrenzung, die so schön selbst gebaut ist und so. Das ist schon schön. Genau, aber damit fangen wir dann, glaube ich, nächstes Mal an. Weil, wie gesagt, heute ist genug passiert. Ja, da werden wir wahrscheinlich... Oh, da können wir wahrscheinlich richtig viele Schneckeneier ernten. Ja, und wie gesagt, hier wird aufgeräumt. Werde ich jetzt Katja auch direkt noch helfen ein bisschen. Meine Aussaattütchen, also sprich die ganzen Saaten, die nehme ich heute mit nach Hause. Denn da bereite ich jetzt zu Hause einiges vor, damit wir auch pünktlich zum richtigen Saison, zum Aussaatstart, ja, nicht Aussaatstart, sondern zum Auspflanzstart genug Pflanzen zur Verfügung haben. Oh, Leute, das ist richtig schön, hier zu sein wieder. Vitamin D zu tanken, einfach in der Sonne zu stehen und genießen, ja? Gar nicht mal immer so viel zu tun, das ist gut, das habe ich vermisst. Und hast du das auch vermisst, Katja? Nein, ich liebe den Winter und zu Hause mich einzubinden. Ist das dein Ernst jetzt? Ja, ich liebe Winter. Okay, ja, sie liebt Winter. Wunderbar. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die ersten Wochen nach dem Urlaub sind natürlich immer schwierig. Die ersten Tage waren vor allem sehr schwierig. Viel Veränderung in meinem Leben und einiges an Veränderungen auch hier im Garten. Katja, du hältst den völlig falsch. Irgendwas mache ich nicht richtig. Ja, so? Genau, so ist richtig. Weil du hast... Weißt du, wir haben so einen richtig modernen, so im Kombisystem und du benutzt hier den alten. Naja. Ja, weil da ist immer kein Stock da. Aber du machst das richtig schön. Also Katja ist hier die gute Seele auf jeden Fall bei uns. Und es war auch richtig schön, heute mal wieder im Garten zu dritt zu sein. Ihr Lieben, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder in alter Frische und mit noch mehr Sachen, die wir schaffen und vorhaben. Ich freue mich jedenfalls. Ups. Und wenn ihr uns jetzt noch sagen wollt, ja, was ihr so am Wochenende im Garten gemacht habt und was wir vergessen haben, dann schreibt auch das gerne in die Kommentare. Bis dahin, alles Gute.